Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, gesundes neues Jahr wünsche ich euch auf jeden Fall und wir starten dieses Jahr mit einem Kasper-Update rein. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingekommen, wir sind es auf jeden Fall und wir haben auch dieses Jahr für euch viele spannende Themen, das hatte ich im letzten Video ja schon kurz angerissen, was dieses Jahr alles geht. Von daher starten wir aber trotzdem erstmal mit Kasper rein, weil der ein oder andere von euch ist ja quasi im Kasper Mining mit dabei, beziehungsweise dabei gewesen etc. Ja, Kaspar ist der Token, den wir uns heute anschauen wollen, beziehungsweise wir gucken mal, was das Mining angeht, ob es sich lohnt, ob es sich nicht lohnt und wie es halt eben die nächsten Wochen beziehungsweise Monate im Jahr 2025 mit Kaspar aussieht. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, bleibt auf jeden Fall dran. Ja, das allererste, was wir uns natürlich anschauen, was wir uns immer anschauen, ist der Kaspar Schwierigkeitsgrad. Den seht ihr dementsprechend hier. Ich habe mal den Chart fürs Jahr aufgerufen, um es mal etwas zu verdeutlichen, weil wenn man jetzt in die Woche reinschaut, beziehungsweise auf den Monat, dann ist es nicht allzu deutlich. Man sieht halt eben den Schwierigkeitsgrad jetzt hier aufs Jahr gesehen und ihr seht den massiven Anstieg, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Und es ist scheinbar immer noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Das heißt, es werden immer noch fleißig Kasper-Miner verkauft, obwohl die ja mittlerweile fast durchgängig alle nicht mehr profitabel sind. Das bedeutet auch hier nochmal, je höher der Schwierigkeitsgrad steigt, also die Hashrate sozusagen, desto schwieriger wird es auch dementsprechend Rewards zu bekommen. Ja, und ihr seht hier nach oben hin ist hier aktuell leider immer noch kein Ende in Sicht. Von daher ist es auch extrem schwierig, jetzt noch mit Caspar Mining anzufangen. Also ich würde auch jeden davon momentan abraten, selbst mit PV-Strom etc. ist es extrem schwierig, profitabel zu meinen. Ihr seht das dementsprechend hier. Nochmal für alle, die das nicht kennen, dass der Schwierigkeitsgrad, desto höher der Schwierigkeitsgrad ist, umso schwieriger wird es auch dementsprechend einen Share zu bekommen, beziehungsweise die Belohnungen sind halt eben deutlich weniger, ja, wie jetzt zum Beispiel hier unten in dem Feld vom Januar letzten Jahres. Also seht hier, massiver Anstieg ab Juni, Juli und seitdem geht es eigentlich nur noch bergauf und das ist natürlich für alle Miner schlecht, um es mal relativ einfach auszudrücken. Ja, die meisten von euch haben einen KS0 Ultra oder einen KS0 Pro etc. Die offizielle Seite dazu ist ja iceriver.io. Ihr seht es, mittlerweile ist der Miner für $129 zu bekommen. Da kommt natürlich noch ein bisschen Steuer bzw. Einfuhrumsatzsteuer mit dazu. $129 klingt jetzt erstmal nicht viel, ist es an und für sich auch nicht. Nur leider ist es halt eben aktuell so, ich hatte letztens mal eine Messung durchgeführt. Was kommt am Tag bei rum beim KS0 Ultra? 1,8 bis 1,9 Kasper, wenn überhaupt. Und das ist natürlich extrem schwierig und das ist halt eben auch extrem wenig. Das heißt auch nochmal hier an dieser Stelle, ihr wisst, ihr kriegt von mir immer eine ehrliche Meinung. Ein KS0 Ultra, KS0 Pro, was es nicht alles gibt, oder hier diese dicken Maschinen. Es ist aktuell so, alle Miner sind nicht profitabel. Man muss halt eben auch die Stromkosten im Auge behalten, wenn man hier sieht 100 Watt. Das heißt, das Ding zieht am Tag 2,4 Kilowattstunden durch, wenn ihr das 24/7 laufen habt. Das heißt 2,4 Kilowattstunden, wenn wir von 33 Cent ausgehen, könnt ihr ungefähr rechnen, was das Ding an Strom zieht. Das heißt, momentan ist der Strom extrem, also teurer, weitaus teurer, wie das, was ihr in Profit einfahrt. Das heißt, selbst mit einer PV-Anlage weiß ich nicht, ob sich letztendlich der Aufwand lohnt. Wenn man jetzt mal sieht, mit 1,8 bis 1,9 Kasper pro Tag, dann sind wir hier im Bereich von 40 Cent grob umgerechnet. Dann könnt ihr euch mal den Return on Invest ausrechnen, falls ihr für den Strom nicht bezahlt. Also lohnt sich definitiv nicht. Und also nicht mehr, ich sag's mal ganz einfach so, da war man wirklich profitabel. Aber es ist halt eben momentan nicht mehr so und das solltet ihr auch dementsprechend wissen, falls ihr noch Lust habt, ins Caspar Mining einzusteigen. Meine persönliche Meinung ist, es macht halt eben aktuell wirklich keinen Sinn, bei der Schwierigkeitsrate hier, beziehungsweise bei dem Schwierigkeitsgrad, den es hier sozusagen gibt aktuell, plus nochmal den Preis und dann nochmal gerechnet halt eben auf den Profit oder den Profit, den man eigentlich nicht macht am Tag, lohnt sich einfach nicht. Ja, wir gucken uns mal den Preis an. Ich habe mal den Chart aufgeworfen der letzten 7 Tage. Das heißt, wir bewegen uns hier im Bereich zwischen 11 und 12 Cent. Das sind US-Dollar-Cent. Seht ihr dementsprechend hier. Es gab schon mal mehr. Wir waren schon mal im letzten Monat im Dezember mal auf 18 Cent, 17, 18 Cent so in der Drehe.
und das ging auch schon mal höher. Ihr seht hier jetzt, wenn wir uns mal den Jahreschart aufrufen, wir hatten mal eine Spitze von 19 bis 20 Cent. Overall gesehen, seht ihr dementsprechend hier, von wo der Kaspar gekommen ist und wo er jetzt gerade ist es eigentlich relativ gut, sage ich jetzt mal, was den Chart angeht. Und wenn ihr hier seht, das heißt, also über alles gesehen, insgesamt mehr als 65.000% Steigerung sozusagen. Ja, das sieht eigentlich schon mal relativ gut aus. Nichtsdestotrotz, ihr wisst, alle, die im Casper Mining dabei sind, mit 1,8 bzw. 1,9 Token am Tag mit dem KS0 Ultra wird es extrem schwierig und einige Pools haben halt eben auch zahlen aus ab 50 Kasper aus. Das heißt, das dauert schon mal einen Monat, bis ihr mal ein paar Euros ausgezahlt bekommt. Ja, und beziehungsweise Dollar oder Kasper, je nachdem. Das finde ich halt eben auch extrem schwierig, sage ich jetzt mal. Ja, wie geht's weiter? Wie sieht's aus? Also ich habe jetzt mir mal einige Videos zu angeschaut, was Caspar 2025 so ein bisschen für uns auf der Agenda hat. Und viele Videos oder die meisten Videos eigentlich sind positiv gestimmt. Also hier mal ein paar davon, die man relativ schnell suchen kann bei YouTube. Da wird Caspar explodieren, die Preisvorstellung. Hier geht es eigentlich eher in die andere Richtung bei dem Video. Natürlich gehört auch dazu. Hier wird halt eben aber überall, also in fast jedem Video wird halt eben gesagt, okay, ihr müsst es haben, es geht hoch, es geht aufwärts. 10 Dollar, 1 Dollar, wie auch immer. Das heißt, viele sagen halt eben, okay, Caspar wird 2025 was und Caspar wird durch die Decke gehen. Ich sehe das ehrlich gesagt immer so ein bisschen skeptisch. Ihr wisst es, ich kann auch ein Video machen, Caspar endet 2025 auf 40 Dollar. Das gucken sich viele Leute an und sagen dann auch, okay, glaube ich nicht und ist auch nicht so. Ne, von daher möchte ich auf den Zug nicht aufspringen, dass Caspar so extrem bullish ist. Vieles spricht halt eben dafür. Es gibt aber auch einiges, was dagegen spricht. Ja, ich sag mal, für alle, die mit Caspar ein bisschen interagieren wollen, es ist wirklich einfacher. Da sage ich euch jetzt mal so, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, Caspar klingt für mich interessant, ich habe mich da belesen und das kann auch sein, dass Caspar dieses Jahr bullish wird, sozusagen, dann ist es aktuell der beste Weg, was weiß ich. Aber bitte, das ist jetzt keine Finanzberatung oder Kaufempfehlung oder irgendwas in der Richtung, sich einfach mal für ein paar Euro und ein paar Kaspars in die Wolle zu legen und zu warten, was passiert. Oder für alle, die im Mining dabei waren, also die jetzt quasi mit dem KS0 Ultra gemeint haben, einfach mal zu hoddeln, mal zu warten ein paar Monate, wie sich der Kaspar entwickelt. Vielleicht ist dementsprechend ja auch was dran an dem, was die ganzen Leute hier dementsprechend so posten sozusagen. Ich weiß es halt eben dementsprechend nicht. So eine Chart-Analyse habe ich mir auch reingezogen. Das kann natürlich alles sein, muss aber nicht. Ihr wisst, wie es ist. Krypto ist dementsprechend auch ein Game, was das angeht. Ja, goldenes Jahr. Also es gibt einige Videos, da wird halt eben auch Caspar so ein bisschen mit dem Potenzial von Bitcoin verglichen. Naja, ich weiß es nicht, ob man das so hochgreifen kann. Keine Ahnung. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ja, Caspar Mining macht auf jeden Fall Spaß. Die Frage ist halt eben, beziehungsweise ist halt eben nicht profitabel und das ist halt eben relativ schwierig. Und deswegen verstehe ich auch Leute, die sagen, nie wieder Caspar. Ich habe so viel Elektroschrott zu Hause stehen, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich warte immer noch auf ein Wunder über einen KRC20-Token, der sich irgendwann lohnt. Vielleicht kommt das noch, aber auch da möchte ich euch auch keine Hoffnung machen. Ja, diese ganzen also die ganzen Preisvorstellungen oder beziehungsweise wie es sein könnte, rührt unter anderem von einem Beitrag über Coinspeaker. Hier wird halt eben auch drüber gesprochen, dass man im Jahr 2025 einen Preis von 2 Dollar erreichen kann. Ich übersetze euch das mal in Deutsch. Da könnt ihr es euch mal, beziehungsweise ich kann euch auch mal den Link in die Videobeschreibung reinpacken. Das heißt, Caspar-Preisprognose deutet auf 2 Dollar Caspar-Preis hin. Hier wird auch nochmal erklärt, wieso, weshalb, warum. Ja, also viele sind optimistisch, dass der Kurzmarker 2 Dollar erreicht werden kann. Gibt halt eben unterschiedliche Faktoren, was das Thema angeht. Das wird auch dementsprechend hier nochmal erklären. Zum Beispiel hier, das RSI für Caspar liegt aktuell bei 39, was bedeutet, dass der Vermögenswert dem Überverkaufsbereich nähert. Und hier seht ihr, das bedeutet, aktuell ist so eine Range drin von 10 bis 13 Cent. Das bedeutet, wenn theoretisch gesehen das alles so bleibt, wie es aktuell ist und es kommen immer mehr
Hodler dazu, beziehungsweise Leute, die das kaufen, und die 10 bis 13 Cent werden geknackt, wäre so ein Punkt, wo man hier halt eben dementsprechend sagt, dass danach auch der Preis nach oben gehen kann. Also wie gesagt, ich bin kein Experte, was das angeht, und ich möchte hier auch definitiv nichts versprechen. Ich berufe mich halt eben hier dementsprechend nur auf Quellen, die ganz normal im Internet dementsprechend auch zu finden sind. Ihr seht hier auch nochmal die prognostizierten Kursziele. Also ihr seht hier 28 Dollar Cent, 39, 51 Dollar Cent. Und man ist halt eben hier zuversichtlich, was das angeht. Ihr seht hier auch nochmal so dieser Preisvorschau sozusagen, diese Ziele, die es letztendlich im Kasper-Bereich gibt. Und ja, man muss halt eben sehen, man muss abwarten. Das sind viele Faktoren, die da dementsprechend mit reingreifen sozusagen, damit das Ganze auch letztendlich funktioniert. Ja, kurze Zusammenfassung. Kasper, ja, ein Projekt, wo wir auch schon relativ lange mit dabei sind. Wir haben Kasper gemeint, seitdem es Kasper gibt, ist nicht ganz richtig, sondern mit den Ice River Minern haben wir Kasper gemeint. Und es war eine richtig coole Geschichte. Aber wie gesagt, Schwierigkeitsgrad steigt immer weiter nach oben. Das heißt, je höher der Schwierigkeitsgrad, desto schwieriger wird es halt eben dementsprechend auch, da nochmal Profit zu fahren. Und auch hier Ice River Cast nur Ultra, selbst wenn der nur 129 Dollar kostet, es ist nicht profitabel momentan. Ich weiß auch nicht, ob sich das ändert. Es muss ein Wunder passieren. Ja, es ist leider Gottes so, es ist in fast jedem Krypto-Ding so, wenn ihr euch da einen Miner kauft, dass der irgendwann unprofitabel ist. Hier ist wirklich der Early Bird am Zug, um die Profite einzufahren. Das ist leider so. Kasper-Kurs hatte ich ja eben schon gesagt. Aktuell zwischen 11 und 12 Cent. Prognosen sagen halt eben was anderes, beziehungsweise sehen halt eben den Kasper hier oben irgendwo, wenn man jetzt mal so im Chart hier nach oben gehen könnte. Nichtsdestotrotz, bitte do your own research, trotz dass es hier so viele Videos zu dem Thema letztendlich gibt und viele positive Prognosen, ist immer wichtig, auch selbst zu recherchieren. Bei dem einen oder anderen kann ich mir das nicht vorstellen. Hier, Kasper, du 40 Dollar, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil das wäre dann zu dick. Ich sag mal 30, 40, 50 Cent, okay. Alles andere wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber man muss halt eben letztendlich selbst entscheiden. Ja, Leute, das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Feedback, Abo könnt ihr gern da lassen unter diesem Video. Wir haben auch einen Telegram-Kanal, wo ihr kostenlos mit einsteigen könnt. Muss halt eben jeder auch selber wissen, was ihr letztendlich tut. Lasst am besten ein Abo da oder ein Like oder einen Kommentar. Darüber würde ich mich freuen. Das war's von mir. Ich wünsche euch dann noch ein erfolgreiches Jahr 2025. Entweder kommt diese Woche noch ein Video oder nächste Woche. Ja, genug geschwafelt. Das war's von mir. Bis die Tage. Bis später. Ciao.